Willkommen im Knast, mein Name ist Andreas und ich will euch heute mal zeigen, wie unser Gefängnis aussieht, wo wir wohnen. Kommt einfach mit. Hier sind wir jetzt im Gelände in dem ehemaligen Gefängnishof. Der Hof wurde neu angepflanzt, aber wir können dann nachher auch noch mal ausgiebig um das Haus laufen. Jetzt benutzen wir einen Eingang, den gab es früher nicht. Das ist quasi nachträglich reingeschnitten worden in die Wand hier. Ein Zugang zum Treppenhaus. Da sieht man so ein paar Details, wie die Treppengeländer gestaltet haben. Selbst im Gefängnis wurde da ein bisschen auf Ästhetik geachtet. So, jetzt gehen wir in unsere Wohnung. Wir befinden uns jetzt im ehemaligen Verwaltungstrakt. Und hier in diese Richtung beginnen dann die Zellengänge, also wo es in die Zellen reinging. Und jetzt können wir auch mal so eine geöffnete Gefängnistür anschauen, wie das aussah. Also eine erste dicke Eichentüre mit 2 Riegeln und dem Schloss. Und dann gab es innen drin auch noch mal eine zum Verriegeln für den Wärter. Das heißt, der konnte hier dicht machen, konnte sich hier über eine Klappe mit dem eingesperrten Menschen unterhalten oder Essen durchreichen. Also das waren so die Möglichkeiten der Kommunikation. Jetzt können wir mal in so eine Zelle reingucken, in so eine ehemalige. Wenn ich reinlaufe, dann muss ich mich da schon ein bisschen bücken, dass ich hier durchkomme. Also so richtig hoch ist es nicht und breit. Die Türen laufen noch einwandfrei, also das ist echt ein Wunder, dass sich die nicht verzogen hat, die Tür, die passt wirklich 1:1 da rein. Und man sieht noch hier Details. Hier sieht man, hat sich einer verewigt, der war hier wegen Zuhälterei eingesperrt. Hier waren Gefangene, Kleinkriminelle, Landstreicher, Schwerverbrecher waren hier nicht einsässig, sondern die wurden dann gleich nach dem Hohen Asperger gebracht. So schön hatten die das damals natürlich nicht, die Gefangenen. Jetzt sehen wir, hier kommt relativ viel Licht rein. Ein Kunstgriff, dass man gesagt hat, unten soll noch mal eine Fläche frei werden, da hat man Backsteine rausgenommen. Die Gefangenen früher, die hatten wirklich nur ab dieser Höhe eben das Licht. Und die mussten sich dann eben auch noch durch die Gitterfenster anschauen. Also hier sieht man auch noch die Gitter drin. Ja, was man dem Denkmalamt zugestehen mussten, dass man sagt, es müssen halt noch Gitter erhalten bleiben. Es war dann halt immer ein Kompromiss, auch mit den Räumen. Wie gestaltet man sie? Da hat man hier das Bad untergebracht im ehemaligen Magazin. Das war ein Lagerraum und da passt einfach keine Wanne mehr rein. Und so hat man dann eine Lösung gefunden, wie man eine Badewanne doch noch unterbringt im Übergang Bad und Schlafzimmer. Und so hat jede Wohnung hier im Haus irgendwelche Besonderheiten, wo man versucht hat, mit den Räumlichkeiten klarzukommen, die man hat. Oder wir haben auch hier noch einen Kleiderschrank installiert und ist dann eigentlich wieder im Zellengang. Auch wieder ein Schrank installiert. Also da, wo wir die Türen nicht brauchen, haben wir halt einen Schrank reingebaut. Ja. Für uns war natürlich
Thema, wie kann man den Flur am besten nutzen. Der Gang geht jetzt hier nochmal 2 Meter weiter nach hinten. Wir haben den verkürzt durch so eine Trennwand, die dann auf der Rückseite vom begehbaren Schrank hängt, an dem Regal dran hängt. Also wenn man da zu sehr gegenklopft, dann wackelt es. Man sieht also sehr breiten Gang. Für eine Wohnung schwierig zu nutzen. Was macht man damit mit der Fläche? Wir haben es eben hier so ein bisschen im Eingangsbereich versucht, mit Kaffeetheke zu überbrücken. Und dann stehen wir auch schon im Verwaltungstrakt. Hier gab es Wohnungen für die Angestellten, also hier haben auch die Wärter gewohnt. Strafgefangenen mussten auch hier arbeiten, deshalb waren auch hier vor den Fenstern früher Gitter. Die sind inzwischen zum Glück nicht mehr dran. Die konnten wir mit dem Denkmalamt dann wegdiskutieren. Hier haben wir eben aus so einem Arbeitszimmer wieder ein Arbeitszimmer gemacht. Also hier ist unser Schreibtisch. Das Thema, wir können kaum Schränke stellen und deshalb hat man hier so viel Schrank maximal reingepackt, wie es irgendwie geht, um eben Schrankfläche zu haben. Das ist halt durch diese Vorsprünge hier immer wieder schwierig, was wir dem Denkmalamt zugestehen mussten. Das war dann schon immer eine Herausforderung, Lösungen zu finden. Gut, können wir noch in die Küche gehen. Wir wollten eben einen großen Bereich haben, wo man eben sich aufhalten kann und essen kann. Wir haben natürlich auch das Gebäude unseren Eltern gezeigt, bevor wir es gekauft haben. Wir waren da mit meiner Mutter und meinem Vater in so einer Zelle gestanden, dunkel, nass, es war kalt, März. Dann hat meine Mutter mich zur Seite gezogen und hat gesagt, ja, wollt ihr euch nicht vielleicht doch lieber ein Reihenhäuschen im Grünen kaufen, als jetzt hier so eine Bruchbude. Aber da haben wir es nie bereut, dass wir hier eingezogen sind. Jetzt gucken wir uns noch den Balkon an, den Außenbereich, der nachträglich eben angesetzt wurde. Auch ein Zugeständnis vom Denkmalamt, was für uns wichtig war, oder ich denke für alle, die hier wohnen, war es wichtig, eben einen Freisitz zu haben, dass man draußen mal sitzen kann. Das gab es natürlich ursprünglich im Gefängnis nicht, einen Balkon. Was man hier schön sieht, ist eben die Außenwand vom Gebäude, die handgeschöpften Ziegel. Man sieht auch, wie unterschiedlich die einzelnen Steine eigentlich sind und wie porös die sind. Also das sind wirklich keine Industriesteine, die hier verbaut sind. Ja. Jetzt laufen wir rüber in Richtung Jugendbereich. Also hier vielleicht noch sieht man auch wieder die Zellenform. Und jetzt gehen wir durch eine nachträglich eingebaute Tür in ein Jugendzimmer. Ja, das ist hier. Da hat man dann auch schon gleich dieses Zellengefühl. Also es ist jetzt genau vom Grundmaß her so, wie die das früher gehabt haben. Eine Pritsche. Und dann war da nicht viel mehr drin. Die Kinder waren recht klein, wie wir hier reingezogen sind, so noch vor dem Grundschulalter. Und die hatten eigentlich nie das Gefühl, dass es hier gruselig ist oder hatten da Angst, im Gefängnis oder in der Zelle zu wohnen. Sondern für die war das eher der Hof das Wichtige, dass sie da frei raus konnten, ohne groß jetzt da beaufsichtigt werden zu müssen. Insofern haben die sich hier eigentlich immer wohl gefühlt.
kommen wir zu unseren einzigen richtigen Gefangenen, die wir noch haben. Wir haben nämlich einen Hasen. Der ist aber gerade, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, ausgeflogen. Der ist bei der Pflegemama, weil der war krank. Und ja, dann ist er wohl jetzt in Intensivpflege. Ja, also die Laube besteht eigentlich aus alten Gittern. Ja, das heißt, die sind aus den Zugängen für die Zellengänge entnommen worden, sind nochmal lackiert worden und sind hier aufgebaut worden. Und wie man sieht, in den 14 Jahren, wo wir hier das gepflanzt haben, ist es inzwischen halt auch ordentlich zugewuchert mit dem Wein. Normalerweise hat es hier guten Knaschtwein, also nicht Wein, sondern Weintrauben. Von dieser Seite sieht man jetzt ganz deutlich, dass das mal ein Gefängnis war. Also hier ist jetzt noch an vielen Fenstern das Gitter zu sehen. Die Mauer gehört auch zum Ensemble, ist auch in dem Denkmalschutz mit drin. Die dürfte über 3 Meter hoch sein. Mein einer Sohn hat es da schon mal überwunden, als er rein wollte. Also nicht raus, sondern rein. Ist er drüber gehüpft, drüber geklettert, sage ich mal. Die Schwierigkeit war ja, weil wir von unseren Wohnungen her die Zellengänge belegen. Wie kommt man jetzt in den Restzellengang? Also hier sind ja dann noch 3 Zellen und da hat sich eben der Herr Fuhrmann, der Architekt, dieses Treppenhaus einfallen lassen, dass man das da quasi von hinten an den Zellengang ansetzt, was eben dann den Zugang ermöglicht, um von hinten in die Wohnungen reinzukommen. Das Denkmalamt hätte natürlich auch gern hier die Fassade erhalten, aber es ist ja immerhin besser, dass das Gebäude an sich erhalten geblieben ist. Es gab auch Planungen, das komplett abzureißen. Was man auch schön sieht, wie die Kassetten oben liebevoll restauriert wurden, das wurde alles nachkoloriert, auch der Fries oben. Ich schmeiße euch jetzt raus. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vorsicht, dass ihr nicht vom Tor eingeklemmt werdet. Das war die Roomtour, diesmal aus dem Knast. Wenn ihr mehr sehen wollt, klickt hier und vielleicht sieht man sich noch mal. Tschüss.